Klassenerhalt nun ganz, ganz nahe. Das ist es, nein! Ist gut und Tor! 68, 69. Da sind wir Meister geworden und sind auch Amateurklasse und Pokalsieger geworden in Hamburg und haben im nächsten Jahr unsere Ligamannschaft aus dem Pokal geschmissen. Ja, ich meine, das war natürlich der Hammer schlechthin. Für mich erstmal sowieso, habe ich natürlich gleich gesagt, ja, jetzt endlich kannst du denen das mal zeigen, dass du eigentlich da rein gehörst und nicht hier. Und da hat ja jeder so sein Kampflevel schon so ein bisschen hochgefahren. Ne? Obwohl es dann nachher hieß, in Zweikämpfen könnt ihr ruhig ein bisschen weniger machen und so, dass ihr dann nicht so aggressiv seid und so. Ihr wisst ja, worum es geht. Ne? Mit der ersten Mannschaft kann man natürlich mehr Geld verdienen als mit den Amateuren. Wir hatten ja auch eine tolle Mannschaft, das war wirklich eine gute Mannschaft. Ja, wir hätten auch noch wesentlich mehr erreichen können, aber ich sage nochmal, wir haben alle im Grunde genommen das gleiche Ziel gehabt, wir wollten in die Liga. Eine geile Amateurmannschaft ist ganz gut, aber in die Liga wollten wir. Das 1:0 war sehr kurios. Das Spiel war eigentlich relativ ausgeglichen. Dann machte Peter Daso das 1:0 für die Amateurmannschaft. Das war so ein abgefälschter Ball, der kam aus der St. Pauli-Hälfte. Hüftdrehstoß oder Halbvolley und so geil genommen und habe ihn dann voll aufs Tor gezimmert. Also, ja, in dem Moment habe ich nicht an den Verein gedacht. Ne? Die hatten dann, weil ich ja zu dem Zeitpunkt, als wir das Spiel hatten, zum Ligakreis gehörte, aber bei den Amateuren gespielt habe. Deswegen haben die gedacht, ich gebe kein Vollgas oder so ähnlich. Und da hatten die das dann so ein bisschen als Verrat empfunden. Ja, dann wurden die Stimmen immer lauter, immer lauter, immer lauter. Es kam dann auch schon mal vor im Spiel, dass man das gesagt hat, ja Mensch, komm so und lass doch mal und wie auch immer. Aber die haben sich dann so dämlich angestellt, dass gar nicht so klare Chancen kamen, dass da hätte eigentlich ein Tor fallen müssen. Ne? Nach der Halbzeit hat die Amateurmannschaft eigentlich so passiv gespielt und hat eigentlich die Zweikämpfe gar nicht mehr eingenommen in der Abwehr. Aber St. Pauli, die erste Mannschaft, hat ständig immer vorbeigeschossen. Selbst der Torwart hat sich in die rechte Ecke geschmissen, der Ball ging links vorbei. Da war dann auch noch ein Bild von mir im Hamburger Abendblatt, wie ich dann da so langsam runtergehe. Habe ich natürlich in der Stimmung gemerkt, das war nicht das Ideal. Ne? Kriegte man natürlich auch nicht hier Schulterklopfen und so weiter. Toll, wir haben gewonnen und so. Die Stimmung war eigentlich sehr, sehr seltsam, muss ich sagen, wenn man das mal genau betrachtet. Ne? Man darf ja nicht vergessen, das Herz schlägt ja für beide Mannschaften eigentlich, bei den Zuschauern auch oder bei vielen Zuschauern. Oh, gut, aber einige haben sich doch gefreut, dass die Amateure das gemacht haben, weil das auch eine riesen Überraschung war. Ja, und dann war natürlich großer Theater, dass die Amateure gewonnen hat, kann man sich ja vorstellen. Ne? Hat den Verein ja auch viel Geld gekostet. Die haben fürchterlich auf uns geschimpft, also die Amateurmannschaft. Aber wir konnten, wie gesagt, wir haben eigentlich alles getan, dass die erste Mannschaft noch gewinnt, aber... Innerhalb des Vereins, das war schon Weltuntergangsstimmung dort. Ja, ich habe es dann aber eben später dann auch noch mitgekriegt, so weiter, dass sie jetzt aufgrund dessen eben haben versucht, das zu annullieren. Wie die jetzt versucht haben, sich irgendwie noch da rauszuwinden, ne? Dass die Erste dann das nächste Punktspiel gegen Göttingen hat und nicht die Amateure. Ne? Da ist man schlecht darauf vorbereitet worden, ne? Von der Vereinsseite aus. Denn das hätte man mehr mit uns kommunizieren müssen und dann schon sagen müssen, komm, so und so ist das, die und die Situation ist da. Ne? Und da müssen wir ein bisschen darauf hinarbeiten, dass das möglichst so nicht eintritt. Ne?